Hey guys, I just wanted to show you guys a comparison between the iPhone 5S all the way down to the 2G. Now I have done a video like this last year with the release of the original iPhone 5 and I really liked this, so here we go. Now in advance I do apologize for the number of hands on the screen. I had to get some people to help me with this. But here is the original shutdown test on all devices and we'll let go at the exact same time. So there it goes. Surprisingly, the 3GS was first, followed by the 3G, then the 4, and then the 2G. There's something about iOS 6 and lower that actually makes the shutdown time a lot faster than iOS 7, although all devices on iOS 7 shut down at the exact same time, which makes me think, what do they change? And in a second here, they should all be turning off at the exact same time. Now, while performing the boot up test, I just want to let you guys know it's important to notice that from the 5S and to the 2G, there's a massive difference in processing power and RAM, obviously. Also, the software is different, so that could majorly affect this. Now, I wasn't too surprised because the 5S of course came in first, followed by the 5 and 5C. What came next was actually pretty surprising, and just to let you guys know, all of these devices are freshly restored, non-jailbroken, completely stock. So the 5C and 5 was followed by the 4S, and surprisingly the 2G came before the iPhone 4, then the 3GS, then the iPhone 4, and then the iPhone 3G at long last. That was actually really surprising for me to see because these are all running the latest firmwares and the 2G is obviously not as powerful as the 4. It's just the booting sequence and the way it works probably was changed in iOS 7, so that could be at fault. Now for the last couple of tests, I'm going to load reddit.com and apple.com, and the 5S is almost instantaneous thanks to the extra processing power and the new Wi-Fi capabilities. It's an amazing web browsing device, and it goes downhill from there to the 5C and so on. Just to confirm, all applications have been closed in the multitasking bar where applicable. We're just going to go ahead and load reddit.com, and here we go. So this is reddit.com, launched on all devices at the same time. The 5S is king in this test as well as all others. Then comes the 5, then the 5C, then the 4S, and then the 4, and so on. So what did I learn doing these tests? I learned that the amount of processing power is greater, of course, as the generation goes on, but it's marginally less noticeable the higher you go. So if you have a 5, I wouldn't really recommend upgrading to a 5S just based on the fact that you want an extra little bit of power because it has an amazing amount of power as it is. If you're always upgrading to the latest and greatest just based on that little spike in power, you know, this video I just showed you guys that it isn't even that noticeable in your day-to-day use. So these videos I always enjoy making, guys. I really hope you guys liked it as well. Have a great day, guys. Peace. So, wir haben jetzt hier die neuen iPhone-Modelle, das iPhone 6 Plus, das iPhone 6 und zum Vergleich das bisherige iPhone 5S. Man sieht schon gleich auf Anhieb, dass das iPhone 6 Plus deutlich dünner ist als das iPhone 5S. Wobei natürlich dieser Effekt dadurch noch verstärkt wird, dass die Kanten abgerundet sind. Hier sieht man das neue Gehäusedesign, was im Vorfeld schon durchs Internet geisterte, mit den außen angebrachten Antennen. Das iPhone 6 Plus ist für iPhone-Besitzer zunächst ungewohnt groß. Selbst mit großen Händen erreicht man Icons am rechten und oberen Bildschirmrand nicht auf Anhieb mit dem Daumen. Apple erleichtert das aber durch einen Einhandmodus, den man durch zweifaches Tippen auf den Home-Button aktiviert. Wie beim iPod Touch steht das Objektiv der neuen Kamera im iPhone 6 Plus und im iPhone 6 leicht hervor. Beim iPhone 5S war das noch nicht der Fall. Erstmals gibt es bei den iPhone 6 Modellen den Quermodus, den man auch vom iPad kennt, sodass beispielsweise die Icons im Homescreen sich drehen, wenn man das iPhone dreht. Das geht beim iPhone 5 ja noch nicht. Und es hängt stark von den Applikationen ab, inwieweit die das nutzen. Apple hat seine eigenen Apps bereits angepasst. So nutzt beispielsweise die Messages-App oder Nachrichten bereits den Quermodus für eine zusätzliche Spalte, in der die Kontakte angezeigt werden, was auf dem iPhone 5 nicht funktioniert. Je nach App werden die Inhalte auf den neuen iPhone-Modelle hochskaliert oder weitere Inhalte angezeigt. Apples eingebaute E-Mail-App beispielsweise zeigt mehr Details der empfangenen Nachricht an. Hier dieselbe Nachricht auf dem iPhone 5S, iPhone 6 und dem iPhone 6 Plus.
Apples Karten-App hingegen zeigt auf den unterschiedlichen Geräten den gleichen Ausschnitt, aber vergrößert. Während das iPhone 5S 1136 x 640 Pixel anzeigt, löst das iPhone 6 1334 x 750 Pixel auf. Beim iPhone 6 Plus ist es Full HD Qualität in 1920 x 1080 Pixel. Noch nicht von ihren Entwicklern angepasste Apps zeigen auf dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus zum Teil einfach nur hochskalierte Inhalte statt mehr Inhalten an, zum Beispiel die Facebook-App. Apple hat seine eigenen Apps natürlich bereits angepasst. So zeigt Safari auf dem iPhone 6 deutlich mehr Inhalte als das iPhone 5S an. Noch mehr Tricks auf dem iPhone 6 Plus zu sehen. Apple sagt, das iPhone 6 Plus ist 25% schneller als das iPhone 5S. Das merkt man zum Beispiel bei der Ladezeit von Apps. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin's, der Appster, und so heute ein kleiner Geekbench-Test zwischen dem iPhone 6, 6 Plus und dem iPhone 5. Das iPhone 5 ist jetzt ganz links. Das sieht zwar jetzt aus wie ein iPhone 5S, weil ich den Home-Button austauschen lassen habe. Allerdings ist es nur von der Optik so. Hier handelt es sich wirklich um ein iPhone 5. Ansonsten können wir jetzt hier direkt mit dem Geekbench 3-Test auf den einzelnen Geräten starten. Und hier wird einfach getestet, wie gut die einzelnen Prozesse verarbeitet werden können von diesem Smartphone und wie flüssig das läuft, und die Performance und so weiter wird hier getestet, und am Ende wird dann bei jedem Smartphone der Punktzahl angezeigt, einmal im Single-Core-Modus und dann im Multicore-Modus, und da wird dann einfach angezeigt, wie gut das Ganze läuft, und desto höher die Punktzahl ist, desto besser hat das Ganze abgeschnitten. Und wie man jetzt hier sehen kann, hat das iPhone 6 in der Mitte sogar am besten abgeschnitten, und das 6 Plus ist natürlich an zweiter Stelle. Das iPhone 5 tut die ganzen Prozesse jetzt noch verarbeiten und wird dann auch gleich eine Punktzahl anzeigen. Ansonsten könnt ihr hier sehen, das iPhone 6 und 6 Plus schenken sich hier nichts, also von der Performance her und so weiter sind eigentlich fast gleich gut. Das 6 ist sogar in diesem Test ein bisschen besser gewesen. Im Hintergrund sind natürlich keine Apps gelaufen, das ist alles fair abgelaufen, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung zu den ganzen unten in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Falls ihr weitere Videos zum iPhone 6, 6 Plus sehen möchtet, abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal, man sieht sich, meine Freunde.